In the year 2027, the world reached the highest state of red alert. The global conflict over geopolitical power escalated. The direct confrontation between world powers became inevitable, leading to all-out war. Seit dem 26. September ist das stark von Command & Conquer inspirierte RTS Red Chaos The Strict Order in den Early Access auf Steam gestartet. Ob das noch sehr auf den Multiplayer und Skirmish fokussierte Strategiespiel was für euch ist und was die frühere Early Access Version schon zu bieten hat, beziehungsweise was noch fehlt und was noch dementsprechend kommen soll, habe ich euch in diesem Video zusammengestellt. General, we have launched our tactical nuclear strike. We will fight and free the land. Red Chaos demo out now. Mit Red Chaos geben die Jungs von Square Cut Games ihren Einstand in der Gaming-Branche und haben sich dafür nichts Geringeres als ihre Version eines würdigen Command & Conquer Nachfolgers im Geiste ausgesucht. Abgesehen vom sehr ähnlichen und so viel schon mal vorab durchaus gelungenen klassischen Gameplay mit Basenbau, erzählt das Spiel aber eine ganz eigene Geschichte. And in the end, nuclear weapons were unleashed. Nach einem Weltkrieg zwischen den Supermächten unserer Zeit, welche die Welt schlussendlich in Schutt und Asche gelegt haben, bleibt lediglich eine kleine Landzone, welche fortan Greenland genannt wird, von der radioaktiven Kontaminierung verschont. In dieser Zone errichten die wenigen Überlebenden der ehemaligen Führungsmächte eine neue Weltregierung und einigen sich auf eine neue Weltordnung. Die Geburtsstunde der Iron Hand und damit einer von 2 spielbaren Fraktionen. Allerdings hat diese neu geschaffene Weltordnung nicht genug Platz und auch gar kein Interesse am stetigen steigenden Zustrom an Flüchtlingen, weswegen diese zunehmend unterdrückt und vernachlässigt werden. So führt die Wut und auch die pure Verzweiflung dazu, dass ehemalige Generäle und Soldaten sowie rebellierende Bürger den Widerstand gründen. Die Resistance ist damit die zweite spielbare Fraktion im Spiel und die Ausgangslage für den nächsten großen Krieg um den verbleibenden letzten bewohnbaren Fleck auf der Erde. They called themselves GRA. Handlungstechnisch war es das aber leider ab hier komplett mit der gut klingenden Story, denn das Spiel macht, zumindest bisher, nichts weiter daraus, was total schade ist. Denn streng genommen bietet euch die frühe Early Access Version bisher nur komplett handlungsfreie Skirmish- und Multiplayer-Matches, die mit der Vernichtung eines Gegners auf einer Map enden und dann mit einem neuen Match von vorne beginnen, ohne die Geschichte in irgendeiner Form weiterzuerzählen. Das bringt uns dementsprechend direkt zur Frage, was Red Chaos für Singleplayer-Spieler zu bieten hat. Neben dem Skirmish gegen Bots könnt ihr euch in 12 sogenannten Tutorial Missions auf den omnipräsenten Multiplayer-Modus vorbereiten. Hier werdet ihr Stück für Stück in die Steuerung eingeführt, die ich übrigens direkt mal ändern musste. Ich brauche einfach WASD zum Navigieren, um dann immer stärker werdende Bots zu besiegen. Im Grunde handelt es sich hierbei aber auch nur um Skirmish-Gefechte. Von einer Kampagne kann also noch keine Rede sein. Apropos Kampagne. Die ist immerhin schon angekündigt und soll zum Abschluss der Early Access Phase voraussichtlich irgendwann im kommenden Jahr in Kapiteln nach und nach veröffentlicht werden. In der auf 15 Monaten festgelegten Early Access Phase sollen dann auch noch Unterfraktionen der beiden aktuell spielbaren Kontrahenten ergänzt werden, sprich keine vollwertigen neuen Völker, aber immerhin weitere Auswahlmöglichkeiten mit anderem Schwerpunkt, wie zum Beispiel auf Lufteinheiten. Hingegen können Multiplayer-Fans schon fast aus dem Vollen schöpfen. Red Chaos bietet euch neben Ranked One-on-One-Duellen vor allem allgemeinen Multiplayer mit bis zu 6 Spielern auf sehr gut ausbalancierten und in der Regel gespielten Maps. Aktuell sind es 6 Karten, die alle ein anderes Biom abdecken und natürlich in den kommenden Wochen sukzessive erweitert werden sollen. In-game erwartet euch dann wirklich ganz klassische C&C-Kost, die aber nicht auf Tiberium-Adern mit dümmlichen Sammlern setzt, sondern euch an fest platzierten Spots Raffinerien erbauen lässt, die dann mit LKWs angefahren werden können und für einen unendlichen Zustrom an Geldmitteln sorgen. Neben Energie bzw. Strom die einzige Ressource im Spiel. Also im Prinzip genauso wie in Command & Conquer Generals.
Wer sich dementsprechend mehr dieser Spots sichern kann, hat auf kurz oder lang einen Vorteil und kann mehr Einheiten ins Gefecht werfen. Zudem lassen sich mit Ingenieuren ebenfalls klassisch Ölraffinerien besetzen, die für zusätzliche Credits sorgen. Die Iron Hand und Resistance werfen sich dann alles entgegen, was man aus ähnlichen Spielen kennt. Also allerlei Infanterieeinheiten, diverse Fahrzeuge über Buggies bis Panzer und natürlich auch diverse Lufteinheiten, welche mit einem fliegenden Schulbus auf Seiten der Resistance auch mal durchaus kreativ daherkommen. Generell muss man sich natürlich die Frage stellen, ab wann man ein Spiel unterstützen möchte, beziehungsweise auf Seiten von Entwicklern, ab wann es Sinn macht, ein Spiel frühzeitig im Early Access zu veröffentlichen. Denn der Umfang von Red Chaos ist wohl für reine Singleplayer-Spieler aktuell noch zu dünn und auch im Multiplayer mit 6 Karten noch mehr als ausbaufähig. Somit hätte dem Spiel aus meiner Sicht ein paar weitere Karten und vor allem zumindest ein Prolog zur Kampagne gut getan, aber all das soll ja in den nächsten Monaten noch folgen. Wer sollte sich also Red Chaos schon jetzt holen? Einfach alle, die gerne Command & Conquer RTS-Spiele im Multiplayer zocken und sich vom geringen Umfang nicht abschrecken lassen, beziehungsweise mit vergleichbaren Spielen wie Tempest Rising einfach schon durch sind und neues Futter in diesem Bereich suchen. Denn technisch, also vom Look and Feel her, ist das durchaus alles gut. Alle anderen können aber getrost noch ein bisschen warten und sich den Titel auf der Wishlist parken, zumal der Preis laut Square Card Games in den nächsten Tagen auf ca. 15 € fallen wird, was dann auch zum bisher gebotenen Umfang besser passt. Equipped with precision missile. We will make them respect us. Constructing. Construction Waiting complete. orders. Guardian of the Iron Hand. Construction complete. I am the blade of death.